Hallo. Dieses Video ist ein geheimes Werkzeug für schnelleres Deutschlernen. Warum? Weil hier jedes Wort, das du hörst, im Untertitel farbig aufleuchtet. Dein Gehirn verbindet Ton und Schrift blitzschnell. So merkst du dir Vokabeln fast automatisch. Wenn du also heute wirklich etwas behalten willst, bleib dran und sieh selbst, wie einfach es sein kann. Hallo meine Freunde. Willkommen zurück bei Kostenlos Deutsch üben. Ich bin Eddie und in dieser neuen Videoserie spreche ich über berühmte Bücher. Ich spreche über kraftvolle Ideen und teile inspirierende Geschichten, alles in langsamem und klarem Deutsch, das leicht zu verstehen ist. Jede Folge ist wie eine kleine Lektion und ein echtes Gespräch zugleich. Du wirst dein Hörverstehen verbessern und deinen Wortschatz aufbauen. Mein Ziel ist einfach, ich möchte dir helfen, auf natürliche Weise Deutsch zu lernen, während du gleichzeitig etwas Interessantes und Nützliches über das Leben lernst. Heute sprechen wir über ein Buch, das die Art und Weise, wie du über dich und dein Leben denkst, verändern kann. Das Buch heißt Mindset, The New Psychology of Success von Carol Dweck. Dieses Buch handelt nicht von Geld. Es handelt nicht von Glück. Es handelt noch nicht einmal von Talent. Es handelt davon, wie du denkst. Denn deine Denkweise formt alles an dir. Das Wort Mindset bedeutet, wie du dich selbst und deine Fähigkeiten siehst. Es ist ein Glaube darüber, was du kannst und was du nicht kannst. Zum Beispiel, wenn du glaubst, ich bin schlecht im Sprachenlernen, also sollte ich aufhören, ist das ein Mindset. Wenn du glaubst, ich bin noch nicht gut, aber ich kann besser werden, wenn ich es versuche, ist das auch ein Mindset. Carol Dweck sagt, dass es zwei Haupttypen von Mindset gibt. Der erste ist das Fixed Mindset, starre Denkweise. Das ist der Glaube, dass du dich nicht viel verändern kannst. Der zweite ist das Growth Mindset, wachstumsorientierte Denkweise. Das ist der Glaube, dass du durch Anstrengung und Lernen wachsen und dich verbessern kannst. Dein Mindset kann entscheiden, ob du aufgibst oder weitermachst, ob du stecken bleibst oder wächst, ob du ein kleines oder ein großes Leben führst. In dieser Folge werde ich jeden Typ von Mindset erklären und wie sie in der Schule, bei der Arbeit und im Leben funktionieren. Wir werden auch darüber sprechen, wie du dein Mindset ändern kannst, um stärker, glücklicher und erfolgreicher zu werden. Also lehn dich zurück, entspann dich und hör genau zu. Alles klar, beginnen wir mit dem Fixed Mindset. Ein Fixed Mindset ist der Glaube, dass dein Talent oder deine Persönlichkeit in Stein gemeißelt ist. In Stein gemeißelt bedeutet, dass es sich nicht ändern kann. Es ist fest. Menschen mit einem Fixed Mindset glauben, ich bin klug oder ich bin nicht klug. Ich habe Talent oder ich habe kein Talent. Manche Menschen sind kreativ geboren und ich gehöre nicht dazu. Sie sehen Fähigkeit als etwas an, mit dem man geboren wird, etwas, das man nicht verbessern kann. Stell dir eine Schülerin namens Anna vor. Sie versucht eine Matheaufgabe und macht sie falsch. Wenn sie ein Fixed Mindset hat, sagt sie, ich bin einfach nicht gut in Mathe. Sie hört auf, es zu versuchen. Sie meidet schwierige Fragen. Sie fühlt sich dumm und ihr Gehirn hört auf zu wachsen. Menschen mit Fixed Mindset fürchten sich vor Misserfolg. Sie denken, dass Scheitern bedeutet, dass sie Versager sind. Also meiden sie Herausforderungen. Sie meiden Schwierigkeiten. Sie ziehen es vor, Dinge zu tun, die sie bereits kennen. Sie wollen nicht dumm vor anderen dastehen. Die Kernpunkte aus dem ersten Teil des Buches sind also: Fixed Mindset bedeutet zu glauben,
dass deine Fähigkeiten festgelegt sind. Sie ändern sich nicht. Sie sind in Stein gemeißelt. Menschen mit dieser Denkweise meiden Herausforderungen und geben leicht auf. Sie denken, Anstrengung sei nutzlos. Sie fürchten Fehler. Sie meiden Fehler. Sie meiden Misserfolg. Sie glauben, Misserfolg bedeutet, dass sie nicht gut genug sind. Dieses Mindset schafft Grenzen. Es baut Mauern um dein Potenzial. Nun schauen wir uns das Growth-Mindset an. Das genaue Gegenteil. Ein Growth-Mindset ist der Glaube, dass sich deine Fähigkeiten durch Anstrengung, durch Lernen, durch Übung entwickeln und verbessern können. Menschen mit dieser Denkweise glauben, ich kann das lernen. Ich bin noch nicht gut, aber ich kann besser werden. Fehler helfen mir zu lernen. Stell dir Anna noch einmal vor, aber jetzt hat sie ein Growth-Mindset. Sie macht eine Matheaufgabe falsch und sagt, okay, ich verstehe das noch nicht. Ich versuche es nochmal. Ich werde um Hilfe bitten. Ich werde lernen. Und sie verbessert sich. Menschen mit Growth-Mindset embrace Herausforderungen. To embrace something bedeutet, etwas willkommen zu heißen. Also heißen sie Herausforderungen willkommen. Sie wissen, dass schwierige Aufgaben sie stärker machen. Sie schätzen Anstrengung, weil sie verstehen, dass Übung Fähigkeiten aufbaut. Sie sehen Fehler als Lehrer. Ein Fehler ist kein Beweis für Versagen. Er ist ein Beweis dafür, dass du lernst. Die Kernpunkte aus diesem Teil des Buches sind also: Growth Mindset bedeutet zu glauben, dass du dich verbessern kannst, dass du dich ändern kannst. Menschen mit dieser Denkweise probieren neue Dinge aus, selbst wenn sie schwierig sind. Sie sehen Misserfolg als Feedback, nicht als Grund aufzuhören. Sie verstehen, dass Anstrengung zu Fortschritt führen wird. Dieses Mindset öffnet Türen. Es beseitigt Grenzen. Es macht Erfolg möglich, selbst wenn du klein anfängst. Carol Dweck führte viele Studien mit Schülern durch und entdeckte etwas Mächtiges: Intelligenz ist nicht festgelegt. Das Gehirn ist wie ein Muskel. Je mehr du es benutzt, desto stärker wird es. Schüler mit einem Fixed Mindset sagen oft Dinge wie, ich bin nicht klug. Ich kann kein Mathe. Ich hasse Lesen. Sie hören auf zu versuchen, wenn es schwierig wird. Sie haben Angst vor Fehlern. Sie denken, Intelligenz sei etwas, mit dem man geboren wird. Und wenn sie versagen, glauben sie, sie seien nicht klug. Aber Schüler mit einem Growth Mindset sagen, ich verstehe das noch nicht. Ich muss mehr üben. Mit der Zeit werde ich besser werden. Also versuchen sie es immer und immer wieder. Sie nutzen Fehler als Hinweise, als Zeichen, und mit der Zeit verbessern sie sich viel mehr. Lehrer können auch einen großen Unterschied machen. Wenn Lehrer Schüler dafür loben, dass sie klug sind, können Schüler ein Fixed Mindset entwickeln. Sie werden Misserfolg fürchten, weil sie klug bleiben wollen. Aber wenn Lehrer Anstrengung loben, lernen Schüler, dass hartes Arbeiten zum Erfolg führt. Die Kernpunkte aus diesem Teil sind also: Das Gehirn kann wie ein Muskel wachsen. Anstrengung baut Fähigkeiten auf. Fehler sind Teil des Lernens. Lobe Anstrengung, nicht Talent. Mindset ist bei der Arbeit genauso wichtig wie in der Schule. Menschen mit einem Fixed Mindset meiden neue Aufgaben, weil sie nicht versagen wollen. Sie sagen vielleicht, ich bin einfach keine Führungspersönlichkeit. Oder, ich bin nicht kreativ. Und sie probieren nie neue Rollen aus.
Sie lehnen auch Feedback ab. Sie sehen es als Kritik, nicht als Hilfe. Menschen mit einem Growth-Mindset sehen Arbeit als einen Ort zum Lernen. Sie nehmen Feedback an, weil sie wissen, dass es sie besser machen kann. Sie gehen Risiken ein. Sie probieren neue Dinge aus. Und deshalb wachsen sie schneller in ihrer Karriere. Stell dir das vor, zwei Personen beginnen denselben Job. Alex sagt, ich bin nicht gut im öffentlichen Sprechen. Ich werde niemals gut sein. Er meidet Präsentationen. Er wächst nicht. Sarah sagt, ich bin noch nicht gut, aber ich kann lernen. Sie übt das Sprechen, bittet um Hilfe und verbessert sich. In einem Jahr ist sie selbstbewusst. Die Kernpunkte aus diesem Teil sind also: Menschen mit Growth Mindset wachsen schneller im Job. Sie nehmen Feedback als Hilfe an, nicht als Beleidigung, nicht als Kritik. Sie sehen Herausforderungen als Chancen zur Verbesserung. Sie bauen erfolgreichere Karrieren auf. Einer der interessantesten und aufregendsten Teile von Carol Dwecks Forschung handelt vom Gehirn. Dem Ort in deinem Kopf, an dem all dein Lernen stattfindet. Viele Menschen denken, das Gehirn sei wie ein Stein, hart, fest und unveränderlich. Sie denken, man wird mit einer bestimmten Menge Intelligenz geboren und bleibt das für den Rest des Lebens. Aber die Wissenschaft zeigt, dass dies nicht wahr ist. Das Gehirn ist nicht fest. Es ist flexibel. Es kann sich ändern. Es ist plastisch, was bedeutet, dass es sich ändern, wachsen und verbessern kann. Dein Gehirn verändert sich immer. Es baut immer auf. Es passt sich immer an. Jede neue Sache, die du lernst, verändert dein Gehirn ein wenig. Lass uns verstehen, wie das funktioniert. Dein Gehirn besteht aus Milliarden winziger Zellen, die Neuronen genannt werden. Diese Neuronen sind wie kleine Boten. Sie senden Signale zueinander, damit du denken, dich erinnern, sprechen, dich bewegen und lernen kannst. Wenn du etwas Neues lernst, zum Beispiel ein neues deutsches Wort, ein neues Klavierstück oder wie man Fahrrad fährt, schafft dein Gehirn neue Verbindungen zwischen diesen Neuronen, zwischen diesen Zellen. Stell dir diese Verbindungen wie Wege in einem Wald vor. Wenn du zum ersten Mal versuchst, etwas zu lernen, ist der Weg sehr klein. Es ist, als ob man durch hohes Gras läuft. Es ist schwierig und langsam. Aber wenn du weiter übst, läufst du denselben Pfad wieder und wieder. Jedes Mal wird er klarer, er wird breiter und leichter zu begehen. Nach vielen Wiederholungen wird dieser kleine Pfad zu einem starken, glatten Weg und das Gehen darauf fühlt sich natürlich und leicht an. So funktioniert Lernen in deinem Gehirn. Jedes Mal, wenn du übst, wird der Weg stärker. Jedes Mal, wenn du etwas wiederholst, wächst die Verbindung. Denk jetzt ans Deutschlernen. Am Anfang fühlt es sich sehr schwer an. Du vergisst Wörter. Du machst Fehler. Sprechen ist langsam und unangenehm. Das liegt daran, dass der Deutschweg, der Deutschpfad in deinem Gehirn noch klein und schwach ist. Aber jedes Mal, wenn du Deutsch hörst, jedes Mal, wenn du Deutsch sprichst, jedes Mal, wenn du Deutsch liest, baut dein Gehirn diesen Weg. Nach ein paar Wochen oder Monaten wird das Sprechen leichter. Nach einem Jahr fängt es an, sich natürlich anzufühlen. Und nach mehreren Jahren wird es automatisch, wie das Gehen auf einer Autobahn. Es ist dasselbe mit Klavierspielen. Beim ersten Versuch wissen deine Finger nicht, wohin sie gehen sollen. Dein Gehirn hat keinen Klavierweg. Aber wenn du jeden Tag übst,
baut dein Gehirn diesen Weg Schritt für Schritt auf. Bald bewegen sich deine Finger leicht und Musik fließt natürlich. Die Kernpunkte aus diesem Teil des Buches sind also: Dein Gehirn ist flexibel. Es kann sich ändern. Es baut jedes Mal, wenn du lernst, neue Verbindungen auf. Übung macht diese Verbindungen stärker. Wiederholung ist wichtig. Und schließlich, das Alter spielt keine Rolle. Du kannst zu jeder Zeit wachsen und lernen. Und hier kommt der beste Teil: Du kannst dein Mindset ab heute ändern. Erstens, werde dir deiner Gedanken bewusst. Bemerke, wenn du Dinge sagst wie „Ich kann das nicht“ oder „Ich bin nicht gut darin“. Dann füge das Wort „noch“ hinzu. Ich kann das noch nicht. Ich bin noch nicht gut darin. Zweitens, übe, anders mit dir selbst zu sprechen. Sag nicht „Ich habe versagt“, sondern „Ich habe etwas gelernt“. Sag nicht „Ich bin nicht talentiert“, sondern „Ich lerne immer noch“. Drittens, fordere dich selbst heraus. Probiere Dinge aus, vor denen du Angst hast. Mach absichtlich Fehler. Lerne daraus. Jedes Mal, wenn du das tust, wird dein Growth-Mindset stärker. Und schließlich, umgebe dich mit Menschen, die an Wachstum glauben. Verbringe Zeit mit Menschen, die dich ermutigen, die dich unterstützen, die dich dazu drängen, besser zu werden. Dein Mindset zu ändern ist wie einen Muskel zu trainieren. Je mehr du es tust, desto stärker wird es. Okay, vielen Dank, dass du kostenlos Deutsch üben gehört hast. Ich hoffe, diese Geschichte über das Mindset hilft dir, ein bisschen mehr an dich selbst zu glauben. Bis zum nächsten Mal, versuch weiter, lern weiter und wachse weiter. Tschüss für jetzt.